B1 beweisen, aber mit welcher Prüfung? In diesem Video erkläre ich euch die wichtigsten Unterschiede zwischen 3 beliebten Prüfungen auf dem Niveau B1. Der Take B1 Prüfung, dem Goethe-Zertifikat B1 und dem ÖSD B1. Diese Prüfungen zu bestehen, hilft dir auf dem Weg zur Einbürgerung, einem Studienkolleg oder sogar einem besseren Job. Vielleicht fragst du dich, welche Prüfung für dich am besten geeignet ist, wie die Prüfungen ablaufen und wie lange man auf das Ergebnis warten muss. Ich erkläre alles Schritt für Schritt, damit du eine gute Entscheidung treffen kannst. Alle 3 Prüfungen, Take B1, Goethe B1 und ÖSD B1, orientieren sich am gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, also am GER. Was das genau bedeutet, erkläre ich in diesem Video. Aber spezifisch zum Niveau B1. Wenn du Deutsch auf dem Niveau B1 sprichst, kannst du schon vieles. Du kannst wichtige Informationen verstehen, wenn jemand deutlich spricht. Du kannst gut zurechtkommen, wenn du in ein deutschsprachiges Land reist. Du kannst über Dinge sprechen, die du kennst, zum Beispiel Arbeit, Schule oder Hobbys. Du kannst einfache Gespräche führen. Du kannst Erlebnisse erzählen, zum Beispiel, was du am Wochenende gemacht hast. Du kannst sagen, was du willst oder was du planst, zum Beispiel deine Träume oder Ziele. Du kannst kurz erklären, warum du etwas gut oder schlecht findest. Du brauchst noch Hilfe bei schwierigen Texten oder wenn jemand sehr schnell spricht. Aber du kannst dich schon ziemlich gut verständigen. Das bedeutet, das Sprachniveau ist gleich. Aber die Sprachprüfungen unterscheiden sich trotzdem deutlich. Im Aufbau, im Ablauf, in der Bewertung und bei der Organisation. Unterschied 1: Aufbau der Prüfung. Alle 3 Prüfungen bestehen aus den 4 bekannten Fertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Bei Take B1 besteht der Lesenteil nicht nur aus Texten und inhaltlichen Fragen, sondern enthält auch spezifische Wortschatz- und Grammatikfragen. Diese werden Sprachbausteine genannt. Solche Fragen gibt es bei den anderen Prüfungen nicht. Beim Schreiben gibt es eine einzelne Aufgabe. Und du kannst dich besonders auf diese Art von Aufgabe konzentrieren, wenn du dich darauf vorbereitest. Beim Sprechen werden alle Themen vorgegeben. Du hast keine Wahl. Das kann angsterregend sein, aber es heißt, dass man sich einfach darauf fokussieren kann in der Vorbereitungszeit am Prüfungstag. Beim Goethe-Zertifikat B1 steht die Produktion mehr im Vordergrund. Man muss 3 Texte schreiben, obwohl jeder Text kürzer ist im Vergleich zu Take. Der Vorteil davon ist,
dass wenn dir ein Thema schwerfällt, du es mit den anderen Texten ausgleichen kannst. Beim Sprechen darf man auch von 2 Themen für seinen Vortrag aussuchen. Das kann Vorteile haben, da man ein Thema aussuchen kann, das besser zu seinen Interessen oder seinem Wortschatz passt. Allerdings verlieren viele Lerner Vorbereitungszeit, wenn sie zu lange überlegen, welches Thema sie besprechen möchten. Das ÖSD B1-Zertifikat ist ziemlich ähnlich wie das Goethe-Zertifikat. Du wirst 3 Texte schreiben müssen und hast Entscheidungsfreiheit beim Sprechen. Unterschied 2: Themen und Stil. Die TAKE-Prüfung ist praxisnah und alltagsorientiert. Die Aufgaben spiegeln Situationen wider, die du im Beruf, in der Freizeit oder allgemein im Alltag brauchen kannst. Wenn du zum Beispiel die Prüfung für die Einbürgerung oder einen Aufenthaltstitel brauchst, dann könnte TAKE eine gute Wahl sein. TAKE ist aber auch anders als die anderen 2, da sie auch spezifische Prüfungen anbieten. Zum Beispiel TAKE B1 Plus Beruf, TAKE C1 Hochschule und TAKE Deutsch B2 C1 Medizin Fachsprachprüfung. Die Goethe-Prüfung gibt es nur einmal pro Niveau und ist etwas akademischer und breiter aufgestellt. Hier findest du auch Aufgaben, die kulturelle oder mediale Themen behandeln. Die Goethe-Prüfungen sind aber am weitesten verbreitet. Das bedeutet, man kann die Prüfung in mehr Ländern ablegen als die anderen 2 und dass Arbeitgeber und Universitäten im Ausland sie viel eher kennen. Sie eignet sich daher gut, wenn du in Zukunft an einer Universität oder im internationalen Kontext Deutsch brauchst. Das ÖSD hat einen starken Bezug zu Österreich, ist aber ebenso international anerkannt. Die Texte und Hörbeispiele enthalten manchmal einzelne regionale Ausdrücke oder österreichische Namen. Das macht es besonders authentisch für den Alltag in Österreich. Trotzdem wirst du es schaffen können, auch wenn du dich eher auf Deutschland konzentriert hast bis jetzt. Es ist wichtig zu wissen, dass ÖSD auch besondere Prüfungen für Österreich anbietet, wo noch mehr Wert auf regionale Unterschiede gelegt wird. Das bedeutet, man muss gut aufpassen, welche Prüfung man bei ÖSD ablegt. Unterschied 3: Ablegen und Preis. TAKE B1 kann man an vielen Orten in Deutschland ablegen. Es gibt mehr Testzentren und mehr Testtermine. Es gibt oft noch Plätze in den Wochen vor der Prüfung. Als ich heute nachgeschaut habe, habe ich gesehen, dass man die TAKE-Prüfung diesen Monat in Berlin für 229 € ablegen kann. Das Goethe-Zertifikat B1 kann man an Goethe-Instituten weltweit ablegen. Das ist also im Ausland viel zugänglicher als andere Prüfungen. Dafür aber in Deutschland nicht so oft vertreten wie TAKE, weil es weniger Testzentren in Deutschland gibt und das Goethe-Institut so bekannt ist, können die Prüfungstermine schon sehr weit im Voraus ausgebucht sein. Ihr solltet euch also schnell informieren. Das Goethe-Zertifikat B1 im Jahr 2025 kostet 255 €. Damit ist es die teuerste Prüfung. Ein Testzentrum für
Die ÖSD-Prüfung ist ein bisschen schwieriger zu finden, außer man lebt in Österreich. Da sind die meisten Testzentren. Wenn du aber ein Testzentrum findest, gibt es oft noch Plätze für den nächsten Termin. Bei ÖSD ist die Prüfung dieses Jahr am kostengünstigsten mit einem Preis von 220 €. Trotzdem ist der Unterschied nicht so groß. Das kann sich aber ändern, falls du das Video viel später anschaust. Unterschied 4. Dauer bis zum Ergebnis. Ein sehr praktischer Punkt, über den viele nicht nachdenken, ist die Wartezeit auf das Ergebnis. Bei TAKE B1 musst du meistens 4 bis 6 Wochen auf dein Ergebnis warten. Das ist also am längsten von allen 3 Prüfungen. In manchen Zentren geht es auch schneller, aber das ist eher die Ausnahme. Wenn man die Prüfung nicht besteht und wiederholen möchte, kann man die ganze Prüfung wiederholen oder die Hälfte ohne Sprechen oder den Sprechenteil wiederholen. Hören kann man zum Beispiel nicht einzeln wiederholen. Beim Goethe-Zertifikat B1 ist das Ergebnis oft etwas schneller da. In der Regel nach 1 bis 4 Wochen, manchmal sogar früher, je nachdem, wo du die Prüfung machst. Diese Prüfung kann man auch wiederholen. Dabei hat man freie Wahl, ob man lesen, hören, schreiben, sprechen oder eine Kombination daraus machen möchte. Beim ÖSD B1 bekommst du dein Ergebnis häufig schon nach 1 bis 2 Wochen. Besonders wenn du direkt in Österreich prüfst. Es kann aber auch bis zu 6 Wochen dauern, je nach Prüfungsort. Hier sind die Regeln zur Wiederholung ähnlich wie beim Goethe-Zertifikat. Wenn du einen Teil deiner Prüfung wiederholen möchtest, musst du aber schnell sein. In der Regel muss man alle Teile der Prüfung innerhalb von einem Jahr bestanden haben. Unterschied 5. Für wen eignet sich welche Prüfung? Wenn du eine alltagstaugliche, praktische Prüfung suchst, vielleicht für die Arbeit oder die Einbürgerung und du ein bisschen mehr Zeit hast, auf das Ergebnis zu warten, dann ist TAKE B1 wahrscheinlich genau richtig für dich. Wenn du eine international anerkannte Prüfung suchst, die auch im akademischen Bereich oder bei Bewerbungen weltweit gut angesehen ist, dann passt Goethe B1 sehr gut. Und wenn du in Österreich lebst oder arbeiten willst oder du einfach eine schnell organisierte Prüfung suchst, bei der du das Ergebnis bald bekommst, dann ist ÖSD B1 auf jeden Fall eine gute Option. Auch wenn alle 3 Prüfungen das gleiche Niveau haben, gibt es deutliche Unterschiede. Überlege dir also gut, welche Kriterien dir wichtig sind. Brauchst du die Prüfung schnell? Legst du Wert auf bestimmte Themen? Willst du Entscheidungsfreiheit haben? Oder löst das mehr Angst in dir aus? Wenn mehrere Prüfungen für dich in Frage kommen, dann mache jeweils eine Modellprüfung für alle Prüfungen. So kannst du sehen, welche Prüfung für dich einfacher oder verständlicher ist. Die extra Übung wird dir auch nicht schaden.
Ich hoffe, dieser Vergleich hat dir geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du Fragen hast oder Selbsterfahrungen mit einer dieser Prüfungen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir ein Abo da und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Tipps mehr rund um Deutschprüfungen. Ich habe übrigens eine ganze Playlist zum Thema Prüfungsvorbereitung. Die verlinke ich dir hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg bei deiner Prüfung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!